Wann spricht man denn eigentlich von einem Hurrikan? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich Ihnen ein paar Informationen über Hurrikans hier in Florida geben. Ja, von einem Hurrikan spricht man, wenn ein tropischer Wirbelsturm im nördlichen Atlantischen Ozean oder im Karibischen Meer und im Golf von Mexiko mindestens eine Orkanstärke, also eine Windstärke ab 64 Knoten oder 118 Kilometer erreicht. Wann ist denn die Hurrikanzeit in Florida? Offiziell beginnt die Hurricane Season von Juni bis November und die Hochsaison liegt dabei von Anfang August bis Ende Oktober. Wirbelstürme bzw. Hurrikans entstehen über dem Meer und die meisten schwächen sich bis zum Festland ab. Im Pazifik heißen Hurrikan Zyklon und im südostasischen Raum Taifun. Übrigens heißt ein Hurrikan im Mittelmeer ein Hurrikan. Wie bereiten sich Menschen in Florida auf ein Hurrikan vor? Was kann man denn schon davor erledigen? Also vor dem Sturm zum Beispiel kann man die Gartenmöbel und lose Gegenstände in die Garage ziehen und gegebenenfalls die Hurrikans-Rollladen anbringen. Gegenstände wie Mülleimer, Recyclingbehälter, Grillgeräte, Poolartikel, Leitertöpfen und Fahnen, Windspiele und so weiter sollen ebenfalls gesichert werden. Es sollten alle wichtigen Dokumente zur Hand sein. Diese werde ich einzeln am Ende des Videos in der Beschreibung für Sie wiedergeben. Auch sollte man auf jeden Fall die Nahrungsmittelvorräte aufstocken und das Wasser besorgen. Denn wenn ein Sturm zuschlägt, wird meistens auch das Grundwasser verunreinigt, so dass es aus Gesundheitsgründen nicht ratsam ist, das Leitungswasser zu trinken. Zudem kann ein Hurrikan auch die gesamte Wasserversorgung einer Kommune zeitweise außer Betrieb setzen. Außerdem sollte jeder Haushalt genug Konservendosen und andere haltbare Essen zu Hause lagern, das im Notfall einige Tage ohne Kühlschrank übersteht und das man ohne Kochen verzehren kann. Denn auch die Elektrizität wird von Stürmen oft außer Kraft gesetzt. Des Weiteren sind Taschenlampen, Medikamente und Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeuge, batteriebetriebenes Radio sowie Ersatzbatterien unverzichtbar. Sollte eine Evakuierung nicht vorgesehen sein, sollte man sich bei einem Hurrikan auf jeden Fall in einen Raum begeben, das keine Fenster hat. In einem lebensbedrohlichen Notfall bitte 911 anrufen. Bitte unterstützen Sie mich, wenn Ihnen mein Video heute gefallen hat, und geben Sie mir einen Daumen hoch und abonnieren Sie meinen kostenlosen Kanal, damit ich Sie weiterhin mit vielen interessanten Immobilieninformationen, Tipps und Tricks und die Lebensweise hier in Florida versorgen kann. Bis zur nächsten Woche. Alle liebe Grüße an Sie. Vielen Dank.